sind jetzt hier auch schon im Zielbereich angekommen. Das sind die anderen. Da oben ist Andy. Wir haben jetzt hier schon was gefunden. Und zwar jetzt eigentlich nochmal als Information für euch. Wir sind heute so ein bisschen wieder auf den Spuren des Zweiten Weltkriegs. Und zwar geht es hier um diese kleinst Destillationsanlagen Ofen, die ja praktisch errichtet wurden, um ja künstlich halt Treibstoff zu produzieren, Diesel, Benzin. Und das wurde halt auch im Reich weit verteilt. Also neben den großen Hydrierwerken, Schwalbe und so weiter, gab es diese kleinen Anlagen, die in solchen Gebieten halt errichtet wurden, also in Steinbruchnähe. Und die sollten halt örtliche Uferlagerungen beispielsweise versorgen. Und ja, wir werden heute auf jeden Fall versuchen, ein bisschen was zu finden. Und allgemein auch alte Relikte des Bergbaus und Steinbruch. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so ein Kravenzmann, das wird so eine Brecheranlage sein. Andy ist heute so ein bisschen auch unsere Guide, weil er da auch schon viel recherchiert hat. Und hier sieht man ja jetzt zum Beispiel mal so eine Anlage. Das ist hier schon immens. Das wird jetzt aber halt nichts mit den Anlagen jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, sondern entweder später, kurz danach, oder muss man auch gucken, wann das genau jetzt hier wirklich errichtet wurde, das Ganze. Aber hier sieht man da praktisch solche, wie so eine Art Schütten. Hier gibt es so eine kleine Rampe. Da hat man wahrscheinlich da hinten das Gestein zerkleinert. Und dann kam das hier raus über die Schütten und konnte hier halt abtransportiert werden. Ich weiß nicht, ob es hier ein Schienennetzwerk gab. Vermutlich ja. Also bei den Ofenanlagen und so weiter, um den Treibstoff da herauszubringen oder das Endprodukt, sage ich mal, hat man auf jeden Fall auf Schienennetzwerk zurückgegriffen. Aber ob man davon jetzt noch Rückstände sehen wird, das weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal da hinten hoch. Aber wir haben uns jetzt hier schon mal eins angeguckt. Das sind jetzt hier nur so kleine Silos. Habe ich eben gerade mir mit Jörg mal angeschaut. Und hier oben wird das Material wahrscheinlich erst gebrochen worden sein, dass man das hier über Rampen etc. beziehungsweise über so eine kleine Seilbahn nach hier unten gefördert hat. Hier zwischendeponiert. Und dann ist es einfach nach unten dann in die höchstwahrscheinlich Waggons gegangen. Und jetzt gehen wir praktisch hier serpentinmäßig nach oben. Immer weiter. Das werden einzelne Fundamente, Blöcke sein. Von der Seilbahn höchstwahrscheinlich. Und auf unserem Weg kommen jetzt immer mehr einzelne Gebäude, die jetzt dazugehören. So, jetzt tut sich hier das nächste größere Gebäude auf. Wo wir höchstwahrscheinlich noch einiges sehen können. Das ist mal ganz spannend, das nachzuvollziehen. Oh ja, das ist schon gewaltig hier. Okay. Ja, hier sieht man jetzt auch noch mal diese Schütte da oben ist eine Kette. Oha.
Und das scheint jetzt hier diese Antriebswelle hier gewesen zu sein, um dieses Förderband hier in Bewegung zu halten. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier mehr oder weniger so eine Zwischenstation ist, weil von da oben muss es auch wieder Material gekommen sein, dass das hier etappenweise nach unten gegangen ist. Und auf dem Prozess nach hier unten, dass da eventuell dann diese Verkleinerung des Gesteins stattgefunden hat, aber ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, wie der Prozess abläuft. Das sieht man auch ganz schön hier, wie sie das Gestein zum Teil so ein bisschen aufgeschichtet haben, wie man es so in den Bergwerken auch kennt, um hier das Erdreich zu stabilisieren. Und da, wo Dennis jetzt gerade steht, da ist sogar noch eine Lore. Jetzt ist die große Frage, ob die hier eher aus bergbautechnischen Gründen liegt, dass hier noch irgendwas in der Richtung ist, oder ob die hier auch dazu verwendet wurden und die irgendwie in diesen Apparat der Förderung nach unten integriert waren. Weil hier sind jetzt halt auch irgendwie keine Räder dran, dass man jetzt sagen könnte, hier gab es jetzt noch ein Gleis, wo die lang gefahren wurde, oder ob die hier einfach nur irgendwie eingehangen wurden, das gibt es ja auch. Aber die ist schon entsprechend groß. Naja, wir gucken mal, da oben müsste jetzt eigentlich die Wand kommen von dem Steinbruch. Wir sind jetzt hier in dem Steinbruch angekommen, ein etwas kleinerer Steinbruch. Und das wurde letztendlich hier dann auch irgendwo gebrochen. Und das ist dann wirklich nur die Förderanlage, die dann über die Gebäude nach unten geht. Hier seht ihr das Ganze nochmal von oben hier praktisch rein. Da steht noch Betreten verboten dran. Kam das rein nach unten, wurde dann hier auf das Schienennetz irgendwie verbracht. Und davon gibt es hier etliche Steinbrüche. Wir haben jetzt ein kleines Problem, wir müssen jetzt eine Gewässerüberquerung machen, weil wir jetzt hier auf die andere Seite müssen. Jetzt ist hier aber ein bisschen mehr Wasser. Ich habe mir jetzt gerade mal hier ein bisschen die wenigst breite Stelle mal hier rausgesucht. Aber ihr seht ja, das ist hier ein bisschen tiefer. Wir müssen jetzt hier irgendwie behelfsmäßig irgendwas bauen. Sonst kommen wir jetzt hier nicht rüber. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt über das Gewässer gekommen. Wir haben noch einen Schleichweg gefunden, wo wir jetzt uns nicht die Füße nass machen mussten. Und jetzt kommen wir praktisch hier gleich zu einem Stollen, der das ehemalige Labor darstellte und gleichzeitig Luftschutz für die Ofenanlage. Der wird versiegelt sein, beziehungsweise man kommt dann halt nicht mehr rein. Aber den gucken wir uns auf jeden Fall trotzdem noch mal an. Und hier ist im Prinzip der Stollen. Der ist jetzt versperrt. Das ist jetzt auch ein bisschen Schutz für Fledermäuse. Und das war früher mal Luftschutz. Und das Labor. Weit geht's hier eh nicht rein. Aber da habt ihr das mal gesehen. Wie gesagt, gerade diese Mauer hier gehört wohl auch zu dem Labor, was damals hier stand. Das sieht man jetzt. Jetzt geht es natürlich jetzt wieder richtig direkt runter. Aber da können wir das jetzt erkennen. Ja, alles auch geziegelt. Geht bis hier hinten her. Das kann schon sein, weil es geht genau da hinten rein.
So, wir sind jetzt nochmal zurückgegangen auf der anderen Seite, wo daneben der Stollen ist für das Labor. Und Andy sagte, hier in dieser Nische praktisch ist, wie viel waren das gewesen? 2 Silos so gesehen, ne? So eine Art Silos, betoniert. Die standen hier und das hat man auch schon vor ein paar Jahren nämlich abgerissen. Auch wo wir damals vor 2,5 Jahren schon mal hier waren, da existierten die auch schon nicht mehr, von daher konnten wir sie auch gar nicht finden. Ja, aber die standen im Prinzip hier. Wurde immer in dem gleichen Schema angelegt. Man hat das nah an so einem Steinbruch zum Schutz angelegt und hat jetzt hier praktisch die ganze Destillation, Hydrieraktion durchgeführt für den Treibstoff. Hier jetzt noch ein paar einzelne Fotos, die wir für euch im Internet gefunden haben, damit ihr euch einfach nochmal vorstellen könnt, wie die Ofenanlage hier in dem Bereich aussah. Wir sehen hier im Prinzip die einzelnen Tanks, im Prinzip ja nur noch die Betonwände der Tanks. Das sind so die letzten Relikte, die letztendlich nach dem Krieg da standen. Und auch nochmal den Stollen, der letztendlich als Luftschutz und gleichzeitig als Labor gedient hat. Und auch nochmal ein angehängtes Gebäude, was ebenfalls die Laborarbeit mit übernommen hat. Das sind im Prinzip die Bauten, die da vor Ort standen. So, jetzt wird es halt nochmal richtig spannend, weil wir jetzt praktisch nochmal auf einer Spur sind, die wir jetzt noch nicht ganz zuordnen können. Andy hatte da im Wald in unmittelbarer Nähe eine Schneise gefunden, die auch irgendwo in einem Portal münden. Und das wollen wir uns mal anschauen, weil wir die Vermutung haben, dass das ebenfalls zu der Anlage gehörte. Und ja, was wir da jetzt vorfinden, das bleibt auf jeden Fall spannend, weil wir haben jetzt hier trotzdem ja wieder einen Weg, der auch relativ breit ist immer noch. Es kann gut möglich sein, dass da auch noch irgendwas für die Produktion relevant war. Ja, der Weg ist natürlich jetzt hier auch nicht mehr so leicht zu begehen. Alles ist hier umgefallen. Die ganzen Bäume, ihr seht es ja hier, alles Bogenkäfer vernichtet. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rankommen. Jetzt geht hier wirklich so eine Schneise rein. Und dann kommen wir echt zu so einem Portal da hinten. Das sieht ja richtig krass aus. Wow. Ja, ihr könnt es gerade erkennen, denn es geht mal hier vor, da habt ihr jetzt wieder einen guten Größenvergleich, von welcher gigantischen Größe wir hier sprechen. Ja, das ist schon immens. Also es geht hier direkt jetzt los schon. Interessant, wir haben jetzt hier schon erste Ziegel gesehen. Die kommen von hier oben und hier ist irgendwas davor geschüttet. Also da ist auch irgendwas zugemacht worden. Direkt jetzt hier an die Seite geht das komischerweise rein. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal davor. Das sind irgendwie 2 so Löcher, einmal oben. Und einmal da unten, wo Dennis schon rumstromert. Boah, das sieht gewaltig aus. Das ist jetzt die Frage, ob es da hinten auch irgendwie dann reingeht. Also scheinbar ist das Gelände jetzt auch etwas kritisch.
so kleine Nischen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hier groß reingeht. Oh. Scheinbar ja. Was ich aber sehen könnte, muss ich erstmal meinen Rucksack ablegen und dann kann ich hier mal reingucken. Tatsächlich, Leute. Krass. Es geht hier rein. So. Aha. Es ist wieder so ein Seitengang. Irgendwie. Opa. So. Und dann geht das hier durch. Krass. Okay. Hier kommen wir raus. Und hier ist irgendeine Auswaschung. Boah. Wow. Da oben ist ein Gitter drauf. Damit keiner reinfällt. Wow. Auch so irgendwas müssen die hier abgebaut haben. Die Frage ist, man sieht es hier sind Spuren von den Hämmern. Aber hier ist dann irgendwann, hier haben sie aufgehört. Oh, das ist verschüttet. Das kann auch sein. Krass. Okay, wir haben praktisch jetzt schon die ersten Indizien gefunden. Oh, jetzt kommt Andy. Schon wieder interessant, ne? Definitiv. Ein paar Knochen liegen hier. Also die sind hier durch. Da hinten sieht es auch aus, als ob es auch weitergegangen wäre. Aber verschüttet. Und guck mal da oben, das ist hier nämlich wie so ein Abzug dann. Du musst da mal hochgucken, das ist Wahnsinn. Da oben ist ein Gitter drauf. Weil das sieht mir nämlich dann so aus, wie als ob es auch was für Belüftung und so weiter. Bei dem hatte ich ja ursprünglich hieß ja auch eine Seite Ausgang. Diesen, den Ausgang da, ne? Oh, hier sind wir. Einige. Und da geht's raus. Ob das da nochmal abzweigt, ich gehe mal davor. Ich gehe da hinten rüber. Jetzt sind wir hier direkt. Geht's hier raus. Aber auch da sehe ich auch im Felsen Meißelspuren und so weiter. Keine Ahnung, für was dieser Bereich jetzt gewesen ist. Ich bin jetzt da hinten rum und laufe jetzt hier praktisch diese, ja, keine Ahnung, wie man das hier betitelt, den Rest zumindest von dem abstützenden Gestein zwischen den zwei Wänden. Und hier geht es jetzt nach oben und dieser Stollen ist jetzt praktisch hier dahinter. Warum? Ist nicht klar. Was man jetzt hier bezweckt hat. Hier ist natürlich jetzt schwer zu laufen, weil ich hier nicht sehe. Und seht ihr, ich bin jetzt hier schon so weit drin, dass da oben jetzt kommt, aber ich glaube, da kommt nichts. Denn es war schon hier. Aber ich sehe ja auch keinen Zugang mehr da oben vielleicht.
Es ist aber alles ausgehöhlt, das kann auch nichts weiter sein, ne. Mysteriös. Das ist, hier kannst du dir leicht jetzt das Bein umknacken. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier runter. Ja. Und das meine ich halt. Ich gehe jetzt erstmal davor, ohne Film. Ja, das sieht ja auch ein bisschen komisch aus, was Dennis gerade gefunden hat. Das könnte jetzt was für die Wasserwirtschaft sein. Aber diese komischen Gleise, die hier drin liegen. Na gut, es ist jetzt hier ein Korb drin. Ob man da jetzt runterkommt, das wissen wir jetzt nicht. Wir gucken mal. So, Dennis und ich, wir haben uns noch ein bisschen geguckt, ob wir diese östlichen Zugänge finden, die hier beschrieben waren, aber außer diese, keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht eine Klappe irgendwie von so einem LKW hinten. Oder so einem kleineren Transportfahrzeug, das ist irgendwie so stark gebogen. Aber das liegt auch schon ewig hier. Sonst nichts. Wir sind jetzt da hinten rüber gelaufen. Überhaupt erstmal hier hochgelaufen. Und in diese Richtung kommt dann nochmal ein großer Steinbruch. Ja. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir sind jetzt nochmal unterwegs, um uns einfach die Filtrieranlagen und Destillationsanlagen anzuschauen von den Ofenanlagen, denn Andy, unsere Spurensucher, hat jetzt nochmal die Ofenanlage 7 und 8 lokalisiert. Boah. Hier ist übrigens die ganze Bande. Und hier haben wir sie nämlich mal. Jetzt könnt ihr das sehen. Bei 5 und 6 konnten wir euch ja nicht mehr zeigen, weil die hier abgebrochen wurde. Und hier haben wir jetzt die Tanks von der 7 und 8. Hier guckt ein bisschen was raus. Und hier ist eine Anlage noch recht gut zu sehen. Also das sind praktisch die Tanks, wo die Destillierung des Rohöls stattgefunden hat. Da werden wir euch auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Informationen in dem Video mit einblenden. Ja, und der hat schon ganz schön Umfang. Ja, wenn ihr jetzt Andy seht hier und jetzt hier diesen Tank. Also mindestens 2, ich glaube bis zu 4 Tanks waren das, glaube ich, ne? Ich habe das Schemata jetzt gerade nicht im Kopf, das blenden wir euch auf jeden Fall ein. Meistens waren es 2 Tanks. Zwei Tanks? Okay, dann haben wir hier den und den, der da zum größten Teil unter der Erde ist. Ja, Anschlussrohre, damit das ganze Öl die einzelnen Stationen und Prozesse durchläuft. Und dann gab es halt hier, wie gesagt, noch Lokomotiven, die halt per Dampf diese Anlage halt betrieben haben. Das waren so russische Lokomotiven, die man da verwendet hat. Und ja, das ist schon gigantisch. Und davon gab es halt 40 Anlagen und ab der 20. hat man das sogar noch unter Tage verlagert. So, jetzt haben wir hier noch relativ in der Nähe so ein Backsteingebäude. Das gehört jetzt hier mit dazu. Wir wissen, dass es halt immer noch mal ein separates Labor gab. Entweder hat man das halt auch noch in den Berg getrieben, in so einer Art Stollen oder im Haus. Aber wir wissen jetzt nicht, ob das hier wirklich schon das Labor ist. Das sieht auf den ersten Blick jetzt nicht danach aus. Das kann jetzt irgendwas für Wasserwirtschaft sein, weil da auch so ein Wasserrohr rauskommt. Das kann hier ein Trafo gestanden haben, Aggregat irgendwie für Stromerzeugung, weil hier oben auch noch so alte Sicherungen zum Teil sind. Das ist ja alles neuer, aber daneben, sieht sehr alt aus. Und hier haben wir im Prinzip
die Rampe, wo das Ganze mit einer Eisenbahn im Prinzip verladen werden konnte. Oder es standen halt hier auch die besagten Lokomotiven. Das kann man jetzt schwer nachvollziehen. Und die haben das halt mit Dampf angetrieben. Deshalb wissen wir jetzt nicht, ob das jetzt hier wirklich von was mit dem Labor zu tun hat. Das kann halt auch weiter oben gewesen sein. Das ist jetzt nicht ganz klar. Aber es ist halt nochmal gut zu sehen. Vor allen Dingen die Tanks. Da oben seht ihr jetzt auch nochmal, Jörg, wie groß das im Prinzip ist, was man letztendlich umsetzen konnte. Und es ist auch klar gewesen, dass die Anlagen alle nie auf Volllast laufen konnten, weil die Ressourcen, also das Rohöl, was hierher gebracht werden sollte, auch nicht so schnell hergebracht werden konnte, weil eigentlich immer wieder das Schienennetzwerk bombardiert wurde. Deshalb sind diese Anlagen nie auf 100% gelaufen. So, hier haben wir jetzt mal eine Übersicht, eine Draufsicht, angefertigt von den US-Amerikanern für Befragung strategischer Bombardierungen von verschiedensten Anlagen Deutschlands. Und ja, hier ist jetzt zum Beispiel diese Ofenanlage, diese Kleinstdestillationsanlage gezeigt, anhand der wir jetzt ganz gut nachvollziehen können, wo wir gewesen sind, was wir noch erkennen konnten. Da waren einmal die zwei großen Rohöltanks, also wir wissen jetzt, dass da praktisch Rohöl drin gelagert wurde. Und direkt darunter diese zylindrischen Formen sind im Prinzip ja das fertige Endprodukt, also wo letztendlich der fertige Diesel oder auch Gas gelagert wurde. Rechts daneben ist dann die Eisenbahnstrecke, die es halt immer gegeben hat, um das Ganze halt anzuliefern und auch wieder abzufahren. Und oben drüber also es ist ja praktisch am Hang gelegen und über dem Hang ist praktisch noch eine weitere Straße. Da konnten wir leider nicht hoch, weil das ein aktiver Steinbruch war. Aber da hätten wir höchstwahrscheinlich dann auch nicht mehr viel sehen können. Und ja, oben praktisch auf dem Plateau sind die eigentlichen Verwaltungsgebäude. Da gibt's auch nochmal ja, diverse Lager und auch die Trafostation, um das Ganze hier mit Strom zu versorgen. So waren im Prinzip diese Kleinstdestillationsanlagen aufgebaut. Hier jetzt nochmal relativ einfach gezeichnet, wie die Anlage letztendlich funktioniert hat. Also die beschriebenen Lokomotiven, die man hier eingesetzt hat, um ja durch den Dampf das Ganze in Betrieb zu nehmen. Das Rohöl praktisch in die Anlage verbracht hat und dann über Wärmetauscher, diverse Trommeln, Kühlungen und ein extra Ofen, der angeschlossen wurde, ja, diesen Prozess praktisch durchgeführt hat, einzelne Trennungen vonstatten gegangen sind und dann letztendlich ja das entsprechende Endprodukt, was man haben wollte, entweder Benzin oder halt Diesel, ganz am Schluss sogar noch diverse Schmiermittel und die halt dann in die entsprechenden Ladestellen verbracht hat. Das ist im Prinzip jetzt grob dargestellt, wie dieser Prozess halt in dieser Ofenanlage abgelaufen ist. Ja, tatsächlich sehen wir jetzt hier, im Prinzip ist die Abdeckung hier ja entweder abgebrochen worden oder hat sich selber irgendwann mal verselbstständigt. Und jetzt ist Material von hier oben praktisch hier reingekippt worden. Da sieht man jetzt noch ja so eine Art Anschluss, so ein Flansch, wo wahrscheinlich das auch von einem zum anderen Kessel oder Verarbeitungsstation geführt wurde. Das war ja alles miteinander gekoppelt. Aber ich weiß jetzt auch, aber das werden wir euch alle da nochmal einblenden, wie viel hier letztendlich reinpasste, das Volumen von den Silos. Das ist schon Wahnsinn. So, wir haben jetzt hier unweit jetzt von dem Silo hier nochmal Reste von einem Gebäude gefunden. Entweder ist das jetzt hier was mit dem Labor oder irgendein Verarbeitung- oder Verwaltungsgebäude, aber auch massiv gebaut. Und ihr könnt sehen, hier geht es nochmal mindestens 2, sogar 3 Meter rein.
Da hinten. Wenn man das jetzt hier rausgraben würde, würde man bestimmt noch was sehen. Auch hier im Schutz des Hanges. Genauso eingebaut wie die ganzen restlichen Anlagen. Wenn die Bäume dann entsprechend Laub tragen, dann ist das hier eigentlich schon ganz gut geschützt. Da ist auch noch eine so Metallblech hier. Also hier haben sie von oben praktisch jetzt nur die Sachen runterfallen lassen. Und hier das, was abgebrochen ist, die Moniereisen einmal umgebogen. So, wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren, gar nicht so weit. Und schauen uns jetzt die Untertageverlagerung Taube und Lachs an. Das sind im Prinzip die Anlagen gewesen, die jetzt das destillierte Rohöl von den Ofenanlagen weiterverarbeiten sollen. Je nachdem, was halt benötigt wurde, die Anlagen konnten auch umgestellt werden zur Schmiermittelproduktion, indem man den Teer und so weiter mitverwendet hat, was man ja da rausgefiltert hat. Oder halt Herstellen von Dieselöl oder Kerosin für die Flugzeuge. Und sind jetzt hier schon unterwegs und wir sind noch gar nicht groß aus dem Auto gestiegen. Da haben wir jetzt hier schon die ersten Überbleibsel von den Fundamenten. Da wo Dennis ist, eine riesige Wand schon. Da wäre natürlich ein Teil von Produktionsanlagen oder Baracken und so weiter oberirdisch hier gestanden haben. Und ein Teil, sonst wäre es halt keine U-Verlagerung, muss halt irgendwo hier, weil hier unten geht auch ein Hohlweg her, das haben wir gerade eben gesehen, muss hier unterirdisch gewesen sein. Was wir jetzt davon überhaupt noch so sehen, ja, das werdet ihr jetzt hier in dem Video noch sehen. Wo der Keller ist von dem Gebäude gesehen. Auf jeden Fall haben sie das ja erst hier irgendwie ausgegraben. Ne? Zumindest haben sie versucht. Ich glaube auch nicht, dass das nicht weitergeht. Es wird sehr wahrscheinlich noch ein Stückchen weitergehen, aber nicht irgendwo. Weil das ein unterirdischer Tank ist oder sowas, ja. Das kann natürlich auch sein, klar, dass wir die Tanks jetzt hier in dem Fall unterirdisch direkt hatten, ne? Das sind eben die Teile von 20 cm, dann macht ihr nochmal 30 cm, 40 cm größere Beton. Und jedenfalls ist das umlaufend hier richtig betoniert. Eine Stahlwanne, ne, oder nicht? Eine rostige Wand. Ja. Also hier oben ist. Das ist doch schon mal. Ist das nicht Stahl da? Das hier. Hier Das hier oben der Rand. Das da unten so weggefressen aussieht, wo er noch ist. Das da? Nee, das ist auch Zement. Ja. Da unten. Unten ist Beton. Aber würde man weiter reinkommen? Nee, ne? Ungefähr 1,50 Meter, 2 Meter ist eine Betonwand. Aber das kann schon sein, dass das solche Tanks sind, die so unterirdisch angelegt haben. Das kann schon sein. Also wie ihr es hier gerade schon in der Szene gesehen habt, wir vermuten ganz stark, dass das hier unterirdische Tanks sind. Es geht hier relativ weit rein, das ist dann so ein bisschen ein Stück weit verfüllt. Das geht hier so ein bisschen weiter und hier ist auch das nächste Loch, wo man jetzt nicht mehr gegraben hat, aber man kann es hier an der Seite gut erkennen. Da ist die Betonwand. Und deshalb werden wir hier jetzt mal weitergehen. Weil man kann es hier erkennen, hier sind überall diese groben Steine, die man auch für die Eisenbahn verwendet, für das Kiesbett. Und die werden sie hier überall höchstwahrscheinlich reingeschossen haben, um das maximal zu verfüllen. Aber ihr könnt hier erkennen, das ist so zerklüftet. Das Gelände, und es kann schon sein, dass wir die ganze Zeit praktisch konstant auf einen Teil dieser Anlage laufen.
Da auch alte Backsteine. Und hier auch wieder ein größerer Stein, die hier alle nicht reingehören, normalerweise. Ja, und hier haben wir ein Gewässer, was ich schon meinte. Auch hier wieder der Anschluss, praktisch für die Wasserversorgung. Auch hier brauchte man ja weiter für die Endproduktion letztendlich auch Wasser. Und wenn das jetzt hier vor Ort ist, ist es ja mehr als praktisch. Beziehungsweise war ja auch Grundlage dafür, dass man überhaupt dann in den Gebieten eine Anlage errichtet hat. Jetzt hat hier auch gerade wieder ein Loch gefunden. Hier ist sogar noch so ein Teeträger drin. Komplett versenkt. Da seht ihr auch schon wieder ein Fundament. Also wir haben hier wirklich ab dem Weg da oben, wo wir praktisch rein sind, konstant Hinweise darauf, dass hier irgendwelche Gebäude standen. Auch hier ist wieder eine klare Kante zu sehen. Und da, wo irgendein Gebäude stande, da ist noch die Wand. Also es gibt hier wirklich noch einiges an Fundamenten. Hier ist jetzt ein kreisrundes Fundament. Hier muss auch irgendwas Zylindrisches gestanden haben. Würde? Da vorne ist auch noch ein dickes Fundament. Wieso sind die so kreisrunden Splitter hier? Ja, das ist auch nochmal eine große Preisfrage, aber klar, es müssen da auch wieder irgendwelche Silos auch gestanden haben, wo irgendwelche Umfüllprozesse passiert sind. Müsste man mal schauen, ob man dazu auch nochmal ein Schemata findet, wie das funktioniert hat, auch hier. Es ist halt kaum noch zu erkennen, ne? Hier ist die klare Kante des Fundaments, hier können wir das Fundament noch sehen. Und dann stand das hier. Also der Bereich rechts geht bis da unten runter. Hier waren wir jetzt noch nicht, das ist jetzt praktisch der Weg. Und hier sind jetzt die ersten Sachen auf der Seite. Und Andy meinte, in dieser Richtung müsste es auch Baracken und so weiter geben. Mal gucken. So, jetzt sind wir im Prinzip über die Straße und laufen jetzt Richtung Anlage Lachs. Und da schauen wir mal, was wir hier jetzt noch entdecken können. Hier soll es noch ein bisschen mehr zu sehen geben im Vergleich zur Taube. Man darf halt nicht vergessen, dass das hier schon als Wandergebiet mit erschlossen ist und deshalb wird es auch schwierig, irgendwelche Eingänge, Löcher etc., wenn es die überhaupt noch gibt, zu finden. Weil da ist man natürlich bedacht, das entsprechend zu sichern, damit sich halt kein Tier oder Wanderer da drin verirrt. Ja, und jetzt haben wir hier schon das erste Objekt hier. Hier haben wir jetzt praktisch wie so ein Hohlweg. Da an der Seite ist was betoniert, das sieht aus wie so ein bisschen wie ein Kanal. Und da hinten haben wir scheinbar auch ja, so ein Silo, so wie wir es jetzt vom Ofen kennen. Das gucken wir uns gleich an. Und hier haben wir jetzt so einen Kanal. Ich weiß nicht, ob der direkt jetzt zu irgendeinem Aufbau gehört oder ob jetzt hier... Hier hat man jetzt noch so Moniereisen. Was würde das denn jetzt hier gewesen sein, Andy? Wasserbecken, weil das zieht sich komplett durch. Das kann sein, ne? Dass das hier wie An den Behälter lang. wie so eine Wäsche ist vielleicht, ne? Dass hier noch mal was gewaschen wurde zwischenzeitlich. Und da haben wir diesen Behälter, der im Prinzip aussieht wie bei der Ofenanlage. Und dieses Becken, sagen wir jetzt, gehen wir mal davon aus, dass es ein Becken ist, zieht sich jetzt hier noch einige Meter durch. So, kommen wir jetzt hier zu diesem Silo. Wir können es ungefähr erkennen. Wie groß das Ganze ist.
Die Seite ist schon komplett zerfallen und die Wände werden höchstwahrscheinlich irgendwann mal kippen. Aber die stehen trotzdem schon einige Jahrzehnte jetzt hier. Oh, da hinten ist ja noch eins. Wow, also hier sehen wir jetzt im Gegensatz zur Taube noch deutlich mehr Gebäude oberirdisch. Da könnt ihr sehen mit Andy im Vergleich. Ist immer gut, damit man auch sehen kann, wie groß das hier ist. Damit ihr das Verhältnis mal seht, wieder von diesen Bauten, die doch schon wieder sehr gewaltig sind. Ja, da hat man im Prinzip hier das destillierte Öl dann hier auch schon wieder verbracht und dann ging es hier im Prinzip dann direkt weiter. Also hatte jede Anlage dann seine Funktion. Ich weiß jetzt hier nicht, ob das Öl jetzt hier reingepumpt wurde, also das, was man destilliert hat von den Ofenanlagen, oder ob jetzt hier schon das Endprodukt, also je nachdem, Dieselöl oder Kerosin etc., ob das dann jetzt hier schon drin war, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber wie immer versuchen wir natürlich noch in den Video entsprechende Quellen einzubauen. Wir machen halt immer noch mal eine Momentaufnahme, aber wir können halt jetzt nicht jeden Prozess erklären. Das ist logisch. Das ist ja teilweise auch schwer zu finden, diese Information, um es wirklich eindeutig und zu 100% genau zu erklären. Aber das geht dann auch über das Video hinaus. Wichtig ist halt immer noch mal, dass wir das, was noch von den Anlagen zu sehen ist, visuell dokumentieren können, bis es halt nicht mehr existiert. So, hier haben wir jetzt den nächsten. Der ist jetzt schon, könnt ihr hier erkennen, schon deutlich mehr zerstört. Ja. Ja, die werden hier die einzelnen Prozesse. Wie so eine Sperre auch. Ja, das wird wie so eine Art, wie man es vielleicht auch im Klärwerk kennt. Weil Andy sagte gerade hier, man sieht das deutlich, wir sind immer noch auf der Höhe zu diesem Silo hier vorn. Hier wird noch ein drittes gestanden haben. Das ist schon komplett abgebrochen worden, hier sieht man auch keine Steine mehr. Aber man sieht noch genau die Vertiefung. Und hier ist immer noch diese Waschrinne oder Waschstraße. Und hier ist in der Mitte auch irgendwie so eine Art Schleuse, Sperre eingerichtet gewesen, wo man eventuell Flüssigkeiten, wahrscheinlich erstmal Wasser, irgendwie in einzelne Anlagen verbracht hat. Irgend sowas in dieser Richtung muss es sein, wie gesagt. Wer immer irgendwas Wichtiges weiß zu diesen Anlagen, mit Quellen etc. pp., dann auf jeden Fall immer gerne reinschreiben. Wie gesagt, wir sprechen es ja auch direkt an, wenn das jetzt eine Vermutung ist, wie jetzt hier in dem Fall. Und nicht immer lässt sich dann eindeutig was mit Quellen finden. Deshalb ist es umso wichtiger, wenn es dann immer noch mal einen Austausch gibt über unsere Kommentarfunktion. Das hat dann auch immer einen entsprechenden Mehrwert und ist halt auch gut für uns, falls wir auch mal ähnliche Anlagen irgendwo finden sollten. Für uns einfach, um das besser nachzuvollziehen können in dem Moment. Ja, ihr könnt Andy sehen, der ist da schon wieder mitten in einer Vertiefung. Also diese Waschstraße oder Waschrinne, die ging schon extrem weit. Ähnliche Anlagen gibt es, glaube ich, auch in Polen. Wie gesagt, da ist noch ein Rest von einem Fass. Da sind auch irgendwelche Asbest-Schindeln drin da unten, die so ein bisschen durchgucken. Und hier scheint das dann in mehrere kleinere Becken
Da hinten seht ihr bei Andy, das sind noch mehr Becken. Das sind keine Fundamente von Häusern. Das müssen auch separate Becken sein. Und dann wurde hier, wie gesagt, hier ist ja scheinbar immer wie so eine Art Schleuse oder Sperre, die punktuell dann gesetzt wurde, um ja zu regulieren, vielleicht die Fließgeschwindigkeit oder das Wasser in dem Moment, wenn man es jetzt nicht mehr brauchte, zu stoppen. Ja. Ah, hier sind weitere, ja, sieht schon so fast aus wie so Filterbecken irgendwie, wo das Ganze hier so durchgeströmt ist. So, wir sind jetzt nochmal, hier unten ist diese Waschstraße, wir waren auf der gegenüberliegenden Seite, jetzt sind wir hier nochmal rüber gegangen und hier sieht man jetzt nochmal, dass diese Becken halt wirklich nicht für sich alleine waren, sondern es gab hier dann praktisch die Zugänge, die man dann teilweise nicht mehr sieht hier durch das Gelände, dass diese Becken dann doch miteinander verbunden waren. So Leute, wir sind jetzt durch mit den Anlagen, die damals genutzt wurden im Dritten Reich, um künstlich Treibstoff, Schmiermittel und so weiter für die einzelnen Anlagen, Fahrzeuge und so weiter zu produzieren. Ihr habt gesehen, wir haben viele Anlagen angelaufen, das noch dokumentiert, was man jetzt vor Ort sehen kann. Es sind immer noch nach fast 80 Jahren noch einige Sachen zu sehen. Unterirdische Anlagen konnte man jetzt leider nicht lokalisieren, die wird es aber hier halt auch gegeben haben. Aber das ist jetzt mit der Zeit halt schon verfüllt worden. Ja, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen auf dem Kanal vorbei, bei Team Urbexner, bei Jörg und Dennis. Und schaut auch bei Andy vorbei, der immer viele Fotos zu diesen ganzen Anlagen präsentiert. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!